Du Konstantin, hast du auch das Gefühl, dass hier irgendetwas komisch ist? Wenn du meinst, dass wir zweidimensional sind, ja, dann ist definitiv etwas komisch. Meinst du, wir sollten dem Okkulten abschwören, was uns vielleicht in diese Lage gebracht hat? Das könnte ein Anfang sein. Wieso? Ist der PC noch an? Cynthia, nein! Nicht ausmachen! Jungs, was macht denn ihr da drin? Ihr wolltet doch das Spiel des Monats vorstellen. Also, wir sind leider etwas verhindert. Könntest du das diesen Monat übernehmen? Es ist natürlich Day of the Tentacle. Na, wenn's sein muss. Mit Day of the Tentacle lieferte LucasArts 1993 sein absolutes Point-and-Click-Meisterwerk ab. Einwand, Monkey Island ist auch von LucasArts. Mund zu, Konstantin! Das Studio bewies im selben Jahr mit Star Wars Rebel Assault, dass es PC-Spiele technisch zu neuen Ufern bringen kann. Der spielerische Anspruch dabei blieb jedoch leider auf der Strecke. Nicht so bei Day of the Tentacle. Wie in Monkey Island und dem direkten Vorgänger Maniac Mansion rätselt ihr euch durch eine skurrile, liebevoll gestaltete Welt. Alles beginnt damit, dass der Antagonist Purpur Tentakel etwas vom verseuchten Abwasser trinkt und sich verwandelt. Nach dieser bahnbrechenden Mutation strebt er natürlich, wie sollte es auch anders sein, die Weltherrschaft an. Um das zu verhindern, müsst ihr mit den 3 Protagonisten Hoagie, Laverne und Bernard, welcher schon im Vorgänger Maniac Mansion spielbar war, verschiedene Rätsel lösen. Dabei wird jeder der 3 vom verrückten Wissenschaftler Fred Edison in eine andere Zeit geschickt. Hoagie landet 200 Jahre in der Vergangenheit, Laverne 200 Jahre in der Zukunft und Bernard bleibt in der Gegenwart. Fortan rätselt ihr euch auf 3 Zeitebenen durch die Geschichte und erlebt ganz nebenbei die Zeit der Gründerväter. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Wie Maniac Mansion oder das ebenso geniale Monkey Island setzt Day of the Tentacle voll auf die sogenannte Scum-Oberfläche. Zumindest wenn man das Spiel im klassischen Modus von 1993 spielt. Denn wie auch die Neuauflage von Monkey Island kann man in der Remastered-Version von Day of the Tentacle mit einem Knopfdruck in einen neuen Grafikmodus wechseln. Hier verschwindet die bekannte Scum-Oberfläche und weicht einem kontextsensitiven Steuerungsschema. Zusätzlich kann man per Tastendruck benutzbare Objekte highlighten. Puristen werden sich sicherlich etwas daran stören, denn schließlich kam das Original auch ohne aus. Doch dem geneigten Spieler von heute gefällt die neue Bedienoberfläche wesentlich mehr, da nicht mehr so viele Mausklicks in denselben Dialogen münden. Apropos Dialoge. Cynthia, erzähl uns doch, was Day of the Tentacle so besonders macht. Ja, Cynthia, erzähl es doch. Jungs, ihr habt Sendepause. Also, zurück zum Thema. Wer will, kann auch den Grafikstil wählen und die klassische Oberfläche beibehalten. Wer schon mal ein LucasArts Adventure gespielt hat, der weiß, dass der besondere Charme nicht nur in den vertrackten Rätseln liegt, sondern auch in den ungemein witzigen Dialogen. Hier mal ein Beispiel. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Klasse. Und sowas erwartet euch am laufenden Band. Natürlich muss man eine gewisse Affinität für schrullige Charaktere mitbringen, aber was Day of the Tentacle an Wortwitz liefert, sucht auch nach über 20 Jahren seinesgleichen. Noch ein Beispiel gefällig? Ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Herrlich. Darüber hinaus gibt es noch sehr viele Anspielungen und Easter Eggs zu entdecken. Schaut jetzt einmal ganz genau, wer sich hier versteckt. Der späte Mexetax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Auch wenn die Vertonung natürlich Geschmackssache ist, bringt sie den schönen LucasArts-Humor sehr gut rüber. Hey, Markus, vielleicht sollten wir uns bei LucasArts bewerben und Synchronsprecher werden. Ja, Konstantin, wenn es LucasArts noch geben würde, könnten wir das tun. Hättest du im Videospielunterricht aufgepasst, wüsstest du, dass die Remastered-Version von Double Fine entwickelt wurde. Danke, Markus, für diesen sehr informativen Beitrag. Man könnte jetzt LucasArts hinterher trauern. Oder man nutzt die Zeit und spielt Maniac Mansion. Denn wie schon 1993 ist der komplette Vorgänger von Day of the Tentacle als Spiel im Spiel enthalten. Wer den Titel also noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt nachholen. Maniac Mansion ist nicht umsonst als Wegbereiter für die späteren LucasArts Adventure-Hits auf unserer Meilensteinwand zu finden. Macht euch aber darauf gefasst, dass ihr hier sogar noch mehr Eingewöhnungszeit braucht, denn Maniac Mansion und auch eben Day of the Tentacle sind alles andere als leicht. Ich muss mich kurz korrigieren.
Wer nur Adventure Games wie The Wolf Among Us und The Walking Dead gewöhnt ist, Yay, The Walking Dead! Wer nur Adventure-Spiele dieser Art gewöhnt ist, könnte sich leicht überfordert fühlen. Rätselbeispiel gefällig? In der Gegenwart trefft ihr auf diesen deprimierten Zeitgenossen. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr wollt später seine Pistole haben, um diese gegen die Feuerzeugpistole dieses Scherzartikelherstellers auszutauschen. In der Vergangenheit findet ihr im Briefkasten einen Brief. Echt geil. Egal. In der Gegenwart angekommen, übergebt ihr dem deprimierten Zeitgenossen den Brief, woraufhin dieser in Windeseile den Raum verlässt und euch somit den Weg zur Pistole eröffnet, welche ihr später wiederum gegen die Feuerzeugpistole austauschen könnt. Dabei verlangt der Titel im Gegensatz zu den großen Adventures von heute, ja, Telltale, wir meinen euch, dass ihr einfach nur ein wenig um die Ecke und vor allem auch aktiv denkt. Schließlich hatten die Spieler damals kein Internet und konnten nicht so einfach in Komplettlösungen schmökern. Wer den Titel heutzutage genießen möchte, sollte deshalb auch darauf verzichten. Dann ist auch das Erfolgserlebnis eines gelösten Rätsels umso befriedigender. Vielleicht trainiert ihr eure grauen Zellen am besten nochmal mit Dr. Kawashimas Gehirnjogging, um euch voll und ganz in diesem grandiosen Spiel verlieren zu können. Day of the Tentacle ist neben Monkey Island eines der ganz großen unter den Adventure Games. Und dank der Remastered-Version könnt ihr es jetzt endlich nachholen. Auch bei uns im Museum. Also kommt vorbei. Jetzt ist Cynthia fertig und wir sind immer noch hier. Na, das ist doch gut. Schließlich hat sie vergessen, das Gewinnspiel anzukündigen. Stimmt. Also ihr da draußen. Dank GOG könnt ihr die Neuauflage von Day of the Tentacle gewinnen. Klickt einfach auf den Gewinnspiellink, beantwortet die Frage und mit etwas Glück könnt ihr einen der DRM-freien Download-Keys von GOG gewinnen. Dass du das immer jedes Mal so betonen musst. Ich glaube, mittlerweile weiß auch der letzte Mensch auf dem Mond, dass die Keys von GOG DRM-frei sind. Ja, ja. Im Museum könnt ihr übrigens auch Keys zu unserem aktuellen Spiel des Monats gewinnen. Haltet einfach nach unserer GameStation Ausschau und sucht dort das versteckte Codewort. Das war's jetzt aber, oder? Definitiv. Hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, wenn wir hier irgendwie heil rauskommen, nehmen wir ein Spiel, was nicht von LucasArts kommt, okay? Versprochen. Ah, schau. Da kommen die Balken, die das Video jetzt beenden. Ist das das Ende? Ich glaube... Aua!